Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich begrüße euch ganz herzlich. In diesem Video möchte ich euch das Dorf Listwanka am Baikalsee noch einmal zeigen. Ich war dort schon mehrmals und auf meinem Kanal gibt es mehrere Videos von meinen Ausflügen zum Baikalsee im Dorf Listwanka. Ich war dort am 19. August 2025. Momentan habe ich Besuch aus Deutschland. Sven macht jetzt Urlaub in Irkutsk und wir waren zusammen in Listwanka. Und ja, das Wetter hat super toll mitgespielt. Ich bin voll zufrieden und für mich war eine sehr große Überraschung. Es gab dort sehr viele Touristen, so viele Leute. In Listwanka habe ich noch nie gesehen, obwohl ich dort ziemlich oft unterwegs bin. Aber okay, wir haben dort so einen Spaziergang gemacht, am Ufer gesessen und ja, viele Leute waren baden, obwohl das Wasser so nicht ganz warm ist, aber das ist Geschmackssache. Und es gibt viele Angebote an Ausflugsschiffen, Motorboote kann man dort sehen. So eine Fahrt mit dem Motorboot oder ein kurzer Ausflug mit dem Schiff kostet 1500 Rubel und dauert etwa 40 Minuten. Wenn ihr irgendwann alleine oder in der Gruppe nach Listwanka kommt, dann macht es vermutlich Sinn, so einen Ausflug zu unternehmen. Und wir waren dort nicht lange, ehrlich gesagt, etwa 2 Stunden. Danach haben wir gegessen. Es gibt dort so usbekische Küche, Plov haben wir gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gericht kennt. Plov. Reis mit Fleisch, schmeckt ziemlich gut. Außerdem befindet sich im Dorf Listwanka ein Omul-Markt, also Fischmarkt würde ich sogar sagen, wo der Omul-Fisch verkauft wird. Es gibt ein sehr großes Angebot an Omul-Fisch, kalt und heiß geräuchert. Das ist auch Geschmackssache, man kann verkosten, wenn man will. Natürlich gibt es viele Souvenirs. Also das Dorf Listwanka, nicht so interessant, aber als erste Bekanntschaft und wenn man nicht genug Zeit hat, dann kann man dieses Dorf besuchen. Das ist ein kommerzielles Dorf. Dort verdient man mit jedem Scheiß. An jeder Ecke wird etwas angeboten oder verkauft. Die Einheimischen, die Dorfeinwohner wollen von Touristen Geld verdienen, das versteht sich. Der Sommer ist kurz, dauert nur 3 Monate und die Menschen müssen tüchtig und fleißig arbeiten, um das Geld für die Winterzeit aufzutreiben. Und das sieht man, sie machen das so richtig gut. Viele Russen sind dort unterwegs, auch chinesische Gruppen habe ich gesehen. Und die Russen reisen jetzt weniger ins Ausland. Die Auslandsreisen sind teuer geworden. Man reist jetzt eher im Inland und das sieht man. Ja, interessant. Und Sven bleibt jetzt in Irkutsk bis September. Wir haben für ihn eine russische SIM-Karte gemacht. Der Mobilfunkanbieter heißt Tele2. T2 heißt jetzt die Marke. Und dann haben wir für ihn auch die Bankkarte gemacht bei Raiffeisenbank, damit er dann später in Russland mit der Karte bezahlen kann. Das ist sehr praktisch und das ganze Verfahren hat nur 2 Tage gedauert. Das war nicht kompliziert. Ich hätte gedacht, es könnte schlimmer ausfallen, aber ich bin voll zufrieden. Alles war in Ordnung, reibungslos. Wir mussten nicht lange bei den Behörden warten. Wenn ihr kommt nach Irkutsk, dann kann ich euch hier vor Ort gerne helfen. Das ist wichtig, in erster Linie für diejenigen, die dann nach Russland oder gezielt nach Irkutsk auswandern wollen. Für die Touristen macht das eigentlich keinen Sinn, so eine SIM-Karte zu machen, wenn man in Irkutsk oder in Russland so für kurze Zeit bleibt. Aber wenn man will, dann kann man 2 Tage dafür opfern, wenn man genug Zeit hat. Als Tourist kann man das auch eigentlich beantragen, aber dann muss man 2 Tage Urlaub dafür opfern. Und der Vorteil, die Rufnummer bleibt jetzt für den Kunden lebenslang gebunden. Die SIM-Karte wird jetzt ans Handy gebunden. Und auch wenn man in Deutschland dann lebt und die russische Rufnummer nicht mehr bezahlt, dann bleibt die Rufnummer trotzdem für den Kunden gebunden. Das ist jetzt sehr praktisch geworden. Man braucht nicht jeden Monat die russische SIM-Karte zu bezahlen, um sie zu behalten. Was das Bankkonto angeht, kann das auch praktisch sein, wenn man dann öfters nach Russland reist. Raiffeisenbank ist so eine optimale Bank und man kann Euro auf das russische Konto überweisen. Ja, aus Deutschland oder aus der Schweiz oder aus Österreich kann man dann Euro auf das russische Konto bei Raiffeisenbank überweisen. Das läuft alles reibungslos. Kein Problem damit, hat mir die Bankmitarbeiterin gesagt. Sie kennt schon einige Leute in Irkutsk, Deutsche, die das machen regelmäßig.
Und was noch wollte ich sagen? Ja, man kann auch die Franken auf das russische Konto bei Raiffeisenbank überweisen, aber dann gibt es zweimal doppelt umtauschen. Zuerst von Franken in Euro und dann von Euro in Rubel. Deswegen macht es vermutlich mehr Sinn, sofort Euro zu überweisen. So sieht es aus. Als Wohnort am Baikalsee würde ich euch die kleine Stadt Sljudzjanka empfehlen. Dort kann man sowohl eine Wohnung als auch ein Grundstück mit Haus kaufen. Die Auswahl an Angeboten ist groß. Ja, es gibt ab und zu interessante Angebote, man muss aber vor Ort bleiben und dann zugreifen, wenn etwas Interessantes kommt. Der Wechselkurs ist momentan ja nicht so gut. Es könnte besser sein, aber vermutlich wird dann der Rubel im Herbst oder im Winter schwächer werden und dann können die Europäer mit Euro dann ein Schnäppchen bekommen beim Kauf einer Immobilien. So sehe ich aus meiner Sicht. In einem Video von mir habe ich 2 klassische Hotels in Irkutsk empfohlen. Irkutsk, Ruсь und Angara. Sven war zuerst 3 Tage im Hotel Irkutsk. Es liegt auf der Uferstraße, auf der Promenade. Aber jetzt ist er im Hotel Ruсь untergekommen und ist voll zufrieden, dass er so ein gemütliches kleines Hotel mit guter Küche liegt ganz zentral. Ja, als Alternative kann man noch das Hotel Angara betrachten. Ist auch nicht schlecht, also das ist Geschmackssache. Auf meinem Kanal gibt es Video von diesen 3 Hotels. Zu finden sind sie in der Playliste Irkutsk. Bitte anschauen, wenn ihr ein Interesse dafür habt. Also liebe Freunde, danke, dass ihr mit meinem Kanal weiterbleibt. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.